Ich habe früher super viele Bücher gelesen und heute habe ich gar keine Zeit mehr für Bücher. Ich wollte es mir aber nehmen, deswegen habe ich versucht, in einer Woche 3 dicke Bücher durchzulesen. Und das war super schwierig, weil ich das Lesen irgendwie verlernt habe. Und ich habe mich trotzdem gezwungen, das durchzuziehen. Und am Ende der Woche hatte ich viel mehr Zeit. Too many birds in one tree. Ich lese eigentlich sowieso schon den ganzen Tag, aber halt nur so kleine Stückchen, wie zum Beispiel 1000 WhatsApp-Nachrichten oder Twitter oder sogar Instagram, die Bildbeschreibungen. Aber ich lese keine langen Texte mehr, wo ich mir vielleicht auch die Message rausziehen muss. Ich bekomme die Message immer einfach hingeschmissen. Und so bin ich auch ans Buch rangegangen, ans erste Buch, was ich lesen wollte. Nämlich, dass ich davon ausgegangen bin, ich bekomme die Message schön hingeschmissen. Sebastian Fitzek, das Joshua-Profil. Ein einfacher Einstieg auf meinem einfachen Lesegerät, dem Kindle. Ich habe mir ein Kindle gekauft, weil ich dachte, dann kann ich immer und überall ganz viele Bücher lesen. Und auf meinem Kindle habe ich 14 Bücher nicht gelesen. Von 14. Ich dachte mir, die meiste Zeit habe ich in der Bahn. Und deshalb wollte ich was Einfaches lesen, das ich so wegkonsumieren kann, wenn ich irgendwo warten muss. Und deshalb habe ich mit Fitzek angefangen. Während dem Lesen des ersten Kapitels habe ich mehr WhatsApp-Nachrichten und E-Mails gelesen, als eigentlich Wörter in dem Buch. Und das war auch das große Problem. Ich habe das erste Kapitel immer wieder und wieder angefangen, weil ich während der Tage vergessen habe, was eigentlich der Anfang war. Und auf einmal war der dritte Tag da und ich hatte das zweite Kapitel im ersten Buch von meinen 3 riesigen Büchern noch nicht erreicht. Und mir war klar, ich schaffe die Woche nicht, wenn ich so weitermache. Um es irgendwie noch zu schaffen, dieses Buch unterzukriegen, habe ich dann zum Hörbuch gewechselt auf Spotify. Und dann habe ich in einem Tag, während ich alles andere gemacht habe, die ganze Zeit dieses Hörbuch gehört, bis spät in die Nacht. Und am Abend hatte ich es geschafft. Ich war mit dem ersten Buch fertig. Und habe am Ende des Buchs gemerkt, dass ich mich gar nicht mehr so richtig gut an die Geschichte erinnern konnte. Aber ich hatte es fertig. Ich hatte es geschafft. Das Buch war fertig. Ich habe den Inhalt von das Joshua-Profil inzwischen komplett vergessen. Ich erinnere mich noch ungefähr an das Ende, ansonsten ist das Buch weg. Das ist so wie Popcorn gewesen. Deswegen wollte ich, dass das nächste Buch echt ist. Ich wollte kein Hörbuch, ich wollte kein Kindle, ich wollte ein echtes Buch lesen. Und so kam ich zu Super und Dir von Katrin Wessling. 3, 2, 1, der Druck steigt! Bei Super und Dir hatte ich nicht die Schwierigkeit, dass ich nicht in die Geschichte reinkam, denn ich bin von der ersten Seite an reingesogen, reingezerrt worden von der Figur Marlene Beckmann, in der ich viel von mir selber entdeckt habe. Die steht unter einem großen Leistungsdruck, die hat sehr wenig Zeit, ihr eigenes Leben bleibt krass auf der Strecke. Alles Sachen, die ich kenne, gerade mit dem Leistungsdruck. Und während ich das Buch gelesen habe, mit dieser tollen Sprache, die Katrin Wessling da auch benutzt und den tollen Bildern, die sie aufmacht, habe ich irgendwann mein Handy weggelegt, weil ich nicht gestört werden wollte. Und ich habe irgendwann auch den Raum gewechselt und ich habe mein Handy vergessen, während ich weiter mit Marlene durch ihr beschissenes, schönes, beschissenes Leben gegangen bin. I started out in search of ordinary things. Und dann hatte ich das Buch durch. Am gleichen Tag, an dem ich es angefangen hatte. Nachdem ich Super und Dir durchgelesen hatte, kam ich endlich dazu, ein Buch zu lesen, was mein Freund Kalle mir vor langer Zeit geschenkt hat. In Traurigkeit der Erde wird die wahre Geschichte von Buffalo Bill erzählt, den ich vorher nur als Nationalheld Amerikas kannte und dadurch, dass er die Wild West Show erfunden hat, das ja unser modernes Showbusiness mit beeinflusst hat. Das Geile an dem Buch ist, dass es in unfassbar poetischen Bildern den wahnsinnigen Missbrauch und das Massaker an den Ureinwohnern Amerikas darstellt und erzählt. Es erzählt so die Geschichte, hinter der Legende, hinter dem Mythos. Es hat so eine unfassbare Poesie und es tut so weh. Es ist ein Buch, das so richtig unter die Haut geht, was unangenehm ist in seiner Schönheit. Während ich die Geschichte von Buffalo Bill gelesen habe, habe ich extrem viel gelernt. Tatsächlich über geschichtliche Zusammenhänge weltweit, die mir gar nicht klar gewesen sind. Und weil das alles so spannend war, habe ich das wie so eine Netflix-Serie an einem Tag durchgebinged.
Am 6. Tag hatte ich mein Experiment einen Tag vorher beendet und ich habe direkt das nächste Buch gekauft. Und 2 Tage später hatte ich das auch durch und Lesen ist jetzt eine neue Routine geworden. Ich habe insgesamt mehr Zeit, weil ich meine Zeit nicht mehr totschlage. Da ich jetzt mehr Bücher lese oder ganz ausgewählt mir Medien aussuche, die ich konsumieren will, wie bestimmte Filme, habe ich die Chance, daraus auch wirklich was für mich zu ziehen, weil ich mich irgendwie auch mehr mit mir selber beschäftige. Too many birds in one tree. Und wenn ihr jetzt vielleicht auch an Weihnachten was verschenken wollt, dann verschenkt Zeit. Verschenkt Zeit, die ihr mit anderen Leuten verbringt, oder verschenkt Bücher. Ich kann euch nur Super und Dir empfehlen, also am allerstärksten empfehlen, weil das genau das beschreibt. Die Zeit, die uns durch die Finger rinnt, und auch der Job, den sie macht, der beschäftigt sich mit Dingen, die einfach egal sind. Und ich glaube, das machen wir auch alle viel zu sehr. Dieses Video wurde durch Patreon finanziert, das heißt durch euch. Patreon ist eine Crowdfunding-Plattform, wo ihr uns glücklicherweise jeden Monat ein paar Euro gebt. Ab 1 Euro könnt ihr dabei sein, gibt viel Behind-the-Scenes-Material, Videos wie diese bekommt ihr zuerst und auch das Spotify-Video konnte ich dadurch realisieren. Wenn ihr mehr von diesen wahnsinnig geilen Bildern sehen wollt, müsst ihr meinem Kameramann Joscha auf Instagram folgen, der ist unten verlinkt. Und was ganz toll wäre, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt, das Video teilt und vielleicht einen Kommentar schreibt, denn das hilft uns wirklich weiter. Jetzt viel Spaß mit dem Video und bald gibt's mehr.